Im Herzen Europas existierte einst ein Relikt. Man glaubte, diese Lanze habe das Blut Christi berührt, und wer sie besaß, sollte herrschen. Mitten in dieser Welt wächst ein Mädchen heran, ein Mädchen, das später zu den mächtigsten Frauen des Reiches gehören wird, Adelheid von Burgund. Adelheid wird vermutlich im Jahr 931 im Königspalast von Orb geboren. Noch als Kind erlebt sie die Übergabe eines Relikts, das über Könige entscheiden sollte: die heilige Lanze. Man glaubte, sie trage die Macht des Himmels in sich. Ihr Vater übergibt sie an Otto den Großen, als Zeichen eines politischen Bündnisses. Doch der Frieden im Reich wird nicht lange halten. Im Jahr 937 stirbt Adelheids Vater, König Rudolf II. Von Burgund. Mit ihm gerät ein ganzes Reich ins Wanken. Rudolf herrschte über ein Gebiet, das sich von den Tälern des Wallis bis tief in das Schweizer Mittelland erstreckte. Doch sein Sohn Konrad ist noch zu jung, um die Krone zu tragen, und plötzlich beginnen die Mächtigen nach Burgund zu greifen. Für Königin Bertha beginnt eine gefährliche Zeit. Otto, der König des Frankenreichs, handelt schnell. Er bringt den jungen Konrad in seine Gewalt. Offiziell als Schutz, in Wahrheit jedoch als Geisel. Denn Otto verfolgt ein weit größeres Ziel. Er will Burgund unter seine Herrschaft bringen. Otto ist nicht der Einzige, der seinen Blick auf Burgund richtet. Auch aus dem Süden wird nun Anspruch auf Burgund erhoben. Hugo, der König von Norditalien, erkennt schnell, wie verwundbar das Reich geworden ist. Konrad befindet sich bereits in Ottos Gewalt, also richtet Hugo seinen Blick auf Königin Bertha und auf die junge Adelheid. Von ihrem Sitz in Colombières werden beide nach Pavia gebracht, in die mächtige Hauptstadt Norditaliens. Ob Bertha selbst nach diesem Bündnis gesucht hatte oder ob Hugo die Gelegenheit nutzte, bleibt bis heute unklar. Fest steht jedoch, Hugo heiratet Bertha und Adelheid wird mit seinem Sohn Lothar verlobt. Eine Verbindung, die nicht aus Liebe entsteht, sondern aus Macht. Im Jahr 947 heiratet Adelheid den jungen Lothar. Sie ist erst 16 Jahre alt. Nur 3 Jahre lang trägt Adelheid den Titel der Königin von Italien. Dann verändert ein tragischer Todesfall alles. Ihr Gemahl Lothar stirbt plötzlich unter rätselhaften Umständen. Schon bald fällt ein Name immer wieder hinter den Mauern der Höfe und Paläste: Berengar von Ivrea. Viele verdächtigen ihn, den jungen König vergiftet zu haben. Doch Berengar will mehr als nur Einfluss. Er will die Krone Italiens und dafür braucht er Adelheid. Er versucht, die junge Witwe zur Heirat zu zwingen. Doch Adelheid weigert sich. Eine Entscheidung, die ihr Leben verändern wird. Berengar lässt sie gefangen nehmen. Sie wird gedemütigt, misshandelt und schließlich in eine Festung am Gardasee gebracht. Dort sitzt die junge Königin, nun eingesperrt hinter kalten Mauern. An der Seite nur ihre kleine Tochter, ihr Kaplan und eine Dienerin. Adelheid fügt sich ihrem Schicksal nicht. Ihre Flucht wird später fast legendär werden. Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter gelingt ihr das Unmögliche. Heimlich graben sie einen Tunnel durch das Gemäuer der Festung. Mitten in der Nacht kriechen sie durch den engen Tunnel hinaus in die Dunkelheit. Hinter ihnen die Festung am Gardasee. Vor ihnen nur kalter Wind, Schlamm und die Hoffnung zu überleben. So flieht die kleine Gruppe über abgelegene Wege und durch Sümpfe. Eines Tages treffen sie auf einen Fischer.
Er besitzt kaum etwas, und doch gibt er ihnen seinen einzigen Fisch. Während das einfache Mahl über den Feuer köchelt, warten der Fischer und die Dienerin schweigend, bis die Königin ihre Mahlzeit eingenommen hat. Am nächsten Morgen setzen sie ihre Reise fort und schließlich erreichen sie die mächtige Burg Canossa. Dort schreibt sie an einen Mann, der ihr Leben für immer verändern wird: Otto von Sachsen. Der König des Ostfrankenreichs hatte inzwischen Adelheids Bruder Konrad als Vasallenkönig auf den burgundischen Thron gesetzt. Doch nun richtet sich sein Blick erneut nach Italien, denn die geflohene Königin könnte weit mehr sein als nur eine Verbündete. Sie könnte der Schlüssel zu einem ganzen Reich werden. Er zieht nach Süden, findet Adelheid und heiratet sie. Gemeinsam drängen sie Berengar zurück. Aus der verfolgten jungen Witwe wird nun die Frau an der Seite des mächtigsten Herrschers Europas, Königin des Frankenreichs und Königin von Italien. Als erstes sorgt Adelheid für die Aussöhnung zwischen Otto und seiner Mutter Mathilde von Ringelheim. Selbst auf Otto gewinnt Adelheid zunehmend Einfluss. Sie ermutigt ihn, lesen und schreiben zu lernen, etwas, das unter Herrschern jener Zeit keineswegs selbstverständlich war. Während Adelheid den Hof prägt, wächst auch Ottos Ruhm auf den Schlachtfeldern. Im Jahr 955 trifft sein Heer auf dem Lechfeld auf die einfallenden Ungarn. Die Schlacht wird zum Wendepunkt. Ottos Sieg macht ihn endgültig zum mächtigsten Herrscher des christlichen Europas. Während Otto militärisch immer erfolgreicher wird, baut Adelheid ihren Einfluss auf andere Weise aus. Sie fördert Klöster, stärkt die Reformbewegung des Benediktinerordens von Cluny und lässt im ganzen Reich neue religiöse Zentren entstehen. Doch hinter dem Glanz des Kaiserhofes wachsen bereits neue Spannungen. Im Jahr 962 werden Otto und Adelheid in Rom zu Kaiser und Kaiserin gekrönt. Unter Otto I. werden das Ostfrankenreich und Reichsitalien endgültig miteinander verbunden. Und Adelheid gehört nun zu den mächtigsten Frauen des Reiches. Für eine Frau jener Zeit besitzt sie außergewöhnlich großen politischen Einfluss. Sie sitzt nicht länger nur an der Seite des Herrschers. Sie gehört nun selbst zum engsten Kreis der Entscheidungsträger. Doch die Jahre des Triumphs sollten nicht ewig dauern. Im Jahr 973 stirbt Otto I. in Memleben, auf dem Höhepunkt seiner Macht. Nach dem Tod ihres Gemahls hätte Adelheids Leben nun eigentlich ruhiger werden sollen. Viele verwitwete Kaiserinnen verschwanden damals aus der Politik, manche zogen sich in Klöster zurück, andere lebten vergessen im Schatten des Hofes. Adelheid ist keine Frau, die bereit ist, Macht einfach aus den Händen zu geben. Schon bald entstehen Spannungen zwischen ihr und ihrem Sohn, Kaiser Otto II. Zeitweise zieht sich Adelheid sogar in ihre burgundische Heimat zurück. Der Abt Odilo von Cluny berichtet später von einem schweren Zerwürfnis zwischen Mutter und Sohn. Gleichzeitig verändert sich der Kaiserhof erneut. Otto II. Heiratet die byzantinische Prinzessin Theophanu. Mit ihr zieht der Glanz des oströmischen Hofes in das westliche Kaisertum ein. Doch erneut schlägt das Schicksal unerwartet zu. Otto II. Stirbt überraschend jung. Nur 10 Jahre lang hatte er als Kaiser regiert und wieder gerät das Reich ins Wanken. Sein Sohn Otto III. Ist noch ein Kind. Sofort beginnen ehrgeizige Fürsten erneut nach der Macht zu greifen. Wieder steht eine Frau im Mittelpunkt der Krise. Gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter Theophanu kämpft Adelheid darum, den Thron für den jungen Otto zu sichern. Trotz aller Spannungen arbeiten die beiden Frauen nun zusammen, denn sie wissen, scheitern sie, könnte die Herrschaft der Ottonen zerbrechen.
Doch Adelheid und Theophano setzen sich durch. Im Jahr 994 übernimmt Otto III. Selbst die Herrschaft. Seine Mutter erlebt diesen Moment nicht mehr. Theophano ist bereits tot. Und so wird Adelheid für ihren Enkel nicht nur zur Großmutter, sondern auch zu seiner wichtigsten politischen Lehrerin. Viele Historiker vermuten heute, dass sie entscheidenden Einfluss auf das Kaiserreich hatte. Im Jahr 999 spürt Adelheid, dass ihr Leben sich dem Ende nähert. Noch ein letztes Mal macht sich die alte Kaiserin auf den Weg durch ihre Heimat. Begleitet wird sie vom Abt Odylo von Cluny, jenem Mann, der später zu ihren engsten Vertrauten zählen wird. Die Reise führt Adelheid nach Pegern. Dort entsteht eine Geschichte, die sich schon bald im ganzen Reich verbreiten wird. Erschöpft von der langen Reise bittet Adelheid einen Mönch, unter den Armen der Stadt Geldstücke zu verteilen. Doch die Zahl der Bedürftigen ist größer als die Zahl der Münzen. Der Mönch blickt verzweifelt zum Himmel und bittet um Hilfe. Und der Legende nach geschieht ein Wunder. Die Münzen vermehren sich. Am Ende erhält jeder das, was er braucht, und niemand wird vergessen. Ein letztes Mal kehrt Adelheid nach Orb zurück, an den Ort ihrer Kindheit. Dort verabschiedet sie sich von Odylo. Dann reist Adelheid zurück nach Selz. Kurz vor Weihnachten des Jahres 1999 endet ihr außergewöhnliches Leben. Adelheid stirbt im hohen Alter. Beigesetzt wird sie im Kloster Selz, jenem Ort, den sie einst selbst gegründet hatte. Ihr Name verschwindet nicht mit ihrem Tod. Die Mönche von Cluny vergessen ihre große Unterstützerin nie. Über Jahrzehnte setzen sie sich für ihre Heiligsprechung ein. Im Jahr 1097 wird Adelheid schließlich heilig gesprochen. Odylo von Cluny, der Adelheid persönlich gekannt hatte, beschreibt sie später als eine Frau voller Würde, Disziplin und ungewöhnlicher Stärke. Gegenüber Armen sei sie großzügig gewesen, gegenüber Mächtigen selbstbewusst und gegenüber sich selbst erstaunlich bescheiden. Trotz ihres Reichtums trug Adelheid oft einfache Kleidung, sie betete viel und lebte zurückgezogen. In ihrem langen Leben hat Adelheid Könige und Kaiser kommen und sterben sehen. Sie hat Gefangenschaft erlebt, Machtkämpfe überstanden und 3 Kaiserkrönungen miterlebt. Auch nach ihrem Tod reißen die Geschichten über sie nicht ab. Menschen berichten von Wundern an ihrem Grab. Blinde sollen ihr Augenlicht zurückerlangt haben, Kranke seien geheilt worden. Und so wird aus der burgundischen Königstochter, aus der geflohenen Gefangenen, schließlich eine der berühmtesten Kaiserinnen und Heiligen des Mittelalters.